In Lettland suchen Archäologen nach den Überresten von Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg. Gefährliche Munitionsfunde und Grabräuber erschweren die Suche. Wir begleiten das Team bei der Arbeit. Vergessene Schlachtfelder, Gräbersuche in Lettland. Im Zweiten Weltkrieg liefern sich die sowjetische Rote Armee und die deutsche Wehrmacht erbitterte Gefechte auf lettischem Boden. Es sind die letzten Monate des Krieges, ab Oktober 1944. Das lettische Kurland wird zum Kriegsschauplatz. Noch immer liegen die sterblichen Überreste zehntausender Soldaten in den riesigen Waldgebieten des Kurlands verborgen. Sie erhoffen sich von jedem Fundstück neue Erkenntnisse. Und sei es auch noch so klein. Mitglieder des lettischen Vereins Legenda kümmern sich seit 20 Jahren um die Suche und Identifizierung von vermissten Soldaten. Der Militärarchäologische Verein erhält Unterstützung von Menschen aus der ganzen Welt und arbeitet eng mit der lettischen, russischen und deutschen Kriegsgräberfürsorge zusammen. Heute fördert ihre Grabung ein seltenes Objekt zutage. Eine Flasche, fest verschlossen. Darin ein eingerolltes Papier. Gleich wird sich zeigen, ob Sie eine Botschaft aus der Vergangenheit in den Händen halten. In der Zwischenzeit legt ein anderes Team von Legenda eine vergessene Grabstätte frei. Viele Orte im Wald sind schwer zugänglich für Technik. Hier sind Muskelkraft und Handarbeit gefragt. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das Freilegen archäologischer Artefakte. Dem Team geht es vor allem darum, Gefallene zu finden und zu identifizieren. Unser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Erinnerungen an die Kriegstoten wachzuhalten. Es ist unser Ziel, sie umzubetten und den Hinterbliebenen, die bis jetzt keine Informationen über die Schicksale der Toten haben, Ruhe zu bringen. Bilder aus dem Privatarchiv. Schon im Jahr der Vereinsgründung 1999 holt Legenda einen Panzer aus dem Moor. Was geschah mit seiner Besatzung? Es sind die menschlichen Schicksale, die den Verein interessieren. Auch nach mehr als 70 Jahren ist in Lettland der Zweite Weltkrieg allgegenwärtig. An vielen Gebäuden finden sich noch immer Spuren der Kämpfe. Bis zu 100.000 deutsche Soldaten sollen noch immer unentdeckt auf lettischem Boden ruhen. Im Oktober 1944 kreist die sowjetische Rote Armee die deutschen Streitkräfte ein. Der sogenannte Kurlandkessel. Hitler befiehlt der Wehrmacht damals, die Stellung um jeden Preis zu halten. Es war völlig klar, dass die Aufgabe der Kurlandarmee innerhalb dieses Kurlandkessels darin besteht, diesen Kessel möglichst lange zu erhalten, so dass er als Raum für Flüchtende zur Verfügung steht, die in diesen Kurlandkessel fliehen, um von dort aus nach Möglichkeit über die Ostsee abtransportiert zu werden. Für eine ordentliche Beerdigung wie hier lässt das Kriegsgeschehen keine Zeit. Viele Soldaten werden eilig und namenlos in der lettischen Erde verscharrt. Auch diese Scheune soll Augenzeugenberichten zufolge zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein Feldlazarett der Wehrmacht gewesen sein. Das Team von Legenda sucht hier nach den Spuren eines Massengrabes. Unter den Helfern um Vereinsgründer Thales Eschmitz sind ausgebildete Archäologen, Historiker, Ärzte, aber auch Studenten und Freiwillige. Sie graben und entdecken Ärmelschilder, allerdings kaum noch lesbar. Dann jedoch stoßen sie auf metallene Erkennungsmarken, die toten Soldaten mit ins Grab gegeben wurden. Anhand dieser Marken ist eine Identifizierung der Toten möglich.
Doch nicht nur Militärarchäologen wie vom Verein Legenda graben in lettischer Erde. Hier und anderswo nimmt der illegale Handel mit Fundstücken zu. Erkennungsmarken werden im Internet verkauft oder versteigert, ohne Angaben zur Herkunft. Hauptsächlich junge Menschen graben in den Wäldern von ganz Osteuropa illegal nach Relikten des Krieges und stellen dann Videos ihrer Expeditionen ins Netz. Den selbsternannten Schatzjägern geht es dabei vor allem um die Befriedigung einer ebenso zweifelhaften wie illegalen Sammellust und natürlich ums Geld. Das ist der Grund, warum die Legenda-Mitarbeiter häufig zu spät kommen. Sie suchen vergeblich nach Erkennungsmarken oder anderen Gegenständen zur Identifizierung von Toten. Bei ihrer Arbeit halten sich die Legenda-Mitglieder streng an die lettischen Gesetze. Vor jeder Grabung holen sie eine Genehmigung ein. Oberstes Ziel ist die Identifizierung der Gefallenen. Hier liegt ein deutscher Soldat begraben, der nicht einmal 23 Jahre alt wurde. Einer von Tausenden. Im Kurland graben wir junge Soldaten aus, die hier gekämpft haben und zwischen 1944 und 1945 gefallen sind. Zu diesem Zeitpunkt waren sehr viele, die zu Beginn des Ostfeldzugs einberufen worden waren, bereits tot. Deshalb nahm man Jungs, die gerade 18 oder 19 Jahre alt waren. Im Massengrab neben der Scheune liegen mehr Leichen als erwartet. Alle Überreste werden behutsam aus dem Erdreich geholt und für den Abtransport vorbereitet. Pietät und Respekt vor den Toten. Unter diesen Kodex haben die Mitglieder von Legenda ihre mühsame Arbeit gestellt. Schließlich können an dieser Stelle 22 deutsche Soldaten geborgen werden. 22 Menschen, die nun posthum ein würdevolleres Grab finden sollen. Bei mehreren Soldaten sind die Erkennungsmarken noch gut zu entziffern. Mehr als 70 Jahre lang galten diese Männer als verschollen. Auch ihre Familien hatten bisher keine Gewissheit über ihr Schicksal. Zum Schluss werden die Grabstellen wieder verschlossen und genau kartografiert. Doch die Suche nach Vermissten ist nicht die einzige Aufgabe, der sich die Freiwilligen hier in Lettland gestellt haben. Bei ihrem Rückzug mussten die Soldaten einst große Teile ihrer Ausrüstung auf den Schlachtfeldern zurücklassen, darunter auch Waffen und Munition. Auch um dieses Erbe kümmern sich die Legenda-Mitarbeiter. Immer wieder entdecken sie bei ihrer Suche mit Metalldetektoren gefährliche Gegenstände wie Granaten. Trotz des Risikos blüht auch hier das Geschäft der sogenannten Schwarzgräber. Waffen und Munitionsreste sind bei ihren Kunden besonders begehrt. Mit dem makabren Erbe des Krieges verdienen manche Grabräuber ein Vermögen. An vielen Stellen im Kurland verwüsten die Militaria-Händler unwiderruflich die Gräber gefallener Soldaten. Selbst hohe Gefängnisstrafen von bis zu 4 Jahren können sie nicht abschrecken. Die Legenda-Ausgrabungen dauern oft mehrere Tage, manchmal Wochen. Und keine Technik kann bei ihrer Arbeit das Feingefühl menschlicher Hände ersetzen. Schicht für Schicht legen die Freiwilligen ein Schicksal nach dem anderen frei. Menschenleben, die jäh und bisher spurlos endeten, in der anonymen Erde Lettlands. Die Gebeine und alle weiteren Fundstücke werden genauestens auf Hinweise untersucht. Lassen sich die Gegenstände einzelnen Toten zuordnen?
Mit dem Metalldetektor haben wir den Helm entdeckt. Dieser liegt jetzt an der Fundstelle. Aber der Helm war leer und lag an den Füßen des Mannes. Anhand der Knochenstruktur kann man erkennen, dass es ein junger Mann war, etwa 1,78 Meter groß. Er starb wahrscheinlich an einer Splitterverletzung in der Brust. Wir fanden einen Splitter von ca. 4 cm Größe zwischen seinen Rippen. Es ist möglich, dass dieser Splitter die Todesursache war. Die Erkennungsmarke verrät, dass es sich um einen Deutschen handelt. In den Wäldern, auf den Feldern, in den Gärten liegen noch sehr viele Überreste von Soldaten. Sie alle gelten als vermisst. Wir machen keinen Unterschied, ob es ein Russe ist, Kasache, Lette, ein Deutscher, ein Italiener oder Rumäne. Für uns sind dies alle Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Aber längst nicht alle lassen sich identifizieren. Wir kommen manchmal an und sehen überall verstreute Menschenknochen. Wir wissen nicht mal, zu welcher Armee dieser Soldat gehörte. Er ist namenlos. Das Schlimmste ist, wenn man einem Menschen seinen Namen weggenommen hat. Die Untersuchung hunderter einzelner Knochenteile. Eine enorm zeitaufwendige Puzzlearbeit. Doch jedes Detail kann Hinweise auf die Identität der gefallenen Soldaten liefern. Sämtliche Gebeine jedoch zweifelsfrei einem Soldaten und einer Nationalität zuzuordnen, das ist ein Ziel, das kaum erreicht werden kann. Vor allem bei ehemaligen sowjetischen Soldaten. Im Gegensatz zu den Deutschen hatten sie keine Erkennungsmarken, sondern nur sehr selten Erkennungsröhrchen mit handgeschriebenen Daten. Diese sind nach über 70 Jahren im Erdreich zumeist verrottet und damit nicht mehr lesbar. Rund 70% der Deutschen kann man identifizieren. Oder sogar noch mehr. Was die Rote Armee angeht, sind es nur 1 bis 2%. Die Überreste aller russischen Soldaten werden gesammelt und einmal pro Jahr auf dem Friedhof einer Kleinstadt nahe Riga beigesetzt. Mit militärischen Ehren und im Beisein hochrangiger Vertreter der russischen und der lettischen Regierung. Um die deutschen Toten kümmert sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Er sorgt für eine würdige letzte Ruhestätte der Soldaten auf Friedhöfen in ganz Lettland. Es ist eine nahezu unlösbare Aufgabe. Wie viele Soldaten liegen noch unentdeckt unter den Wäldern und Äckern dieser Region? Auch wenn heute Frieden herrscht, die Narben des Krieges sind noch immer sichtbar. Unter der Oberfläche schlummert das blutige Erbe der Vergangenheit. Falls ihr noch mehr über den Zweiten Weltkrieg erfahren wollt, haben wir euch hier noch 2 weitere Videos verlinkt. Abonniert unseren Kanal, damit ihr auch in Zukunft keines unserer Geschichtsvideos verpasst.